Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute habe ich einen fantastischen Käsekuchen mit Streuseln für euch. Mit Streuseln und mit Kompott. Und für den Kompott, dann nehme ich Zwetschgen, aber ihr könnt auch alles, was ihr so da habt, nehmen. Zum Beispiel Äpfel, Kirschen, Rinnekloden, Quitten. Also alles, was das Spätjahr so hergibt. Das Fantastische ist einfach dieser cremige Käsekuchen und dann noch der Kompott. Also was will man mehr? Bevor wir jetzt gleich ins Rezept starten, abonniert einfach gleich noch den Kanal, denn jeden Sonntag gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Die kleine Glocke aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und ihr müsst auch nicht mitschreiben. Alle wichtigen Infos zum Rezept findet ihr hier unter dem Videotitel in der Beschreibung und alle wichtigen Utensilien für dieses Rezept findet ihr bei mir im Sugar Princess Shop. Und ich verwende für dieses Rezept meine 26er Springform, die ist emailliert und man kann auf diesem Boden auch schneiden, das ist wunderbar. Das heißt, man macht einfach den Ring ab und dann kann man auf dieser wunderschönen dunkelblauen Platte auch servieren und schneiden. Deswegen ist meine bevorzugte Form für einen einfachen Kuchen. Wir starten und zwar mit unserem Kompott. Die Früchte, also in meinem Fall die Zwetschgen, gerade kurz waschen und natürlich entkernen und dann halbieren oder vierteln. Das könnt ihr gucken, wie ihr es am liebsten habt und was es für Früchte natürlich sind. Ich habe jetzt hier 1 Kilo Zwetschgen und wir wollen dann nachher so auf ungefähr 750 Gramm Nettogewicht kommen, also ohne dann die Kerne. Sehr schön. Abtrocknen und natürlich entkernen. Also zum Entkernen natürlich entweder einen Ausstecher verwenden oder eben hier an der Seite aufschneiden und gerade den Kern rausholen. Bei reiferen Zwetschgen geht das ganz gut. Bei nicht so reifen ist es immer ein bisschen anstrengend. Und dann kann man die jetzt noch, wenn man möchte, vielleicht halbieren oder einfach vierteln. Ich denke, ich viertel sie mal. Dann sind sie nicht ganz so riesig im Kompott. So. Das mache ich jetzt mit meinen sämtlichen Zwetschgen. Und wie gesagt, hier könnt ihr auch, wenn ihr keine Zwetschgen mehr bekommen solltet, da könnt ihr natürlich auch was anderes nehmen. Zum Beispiel Kirschen im Glas oder Zwetschgen im Glas oder Äpfel. Quitten haben jetzt auch definitiv, sind jetzt reif bei mir im Garten, auf jeden Fall. Also ihr könnt da einfach das Obst so ein bisschen austauschen nach dem, was ihr einfach da habt. Alle Zwetschgen sind jetzt gleich fertig. Hier kommt meine letzte Zwetschge. Die haben sich wirklich leicht entsteinen lassen diesmal. So, super, wir können an den Herd gehen. So, dann können wir uns die Zwetschgen in den Topf geben. Zucker hinzu. Und Zimt. Ich hatte jetzt 50 Gramm Zucker und ich nehme eine Stange Zimt. Und solltet ihr sehr saure Pflaumen haben oder Zwetschgen, dann könnt ihr natürlich etwas mehr Zucker verwenden, vielleicht auch die doppelte Menge. Das könnt ihr dann einfach abschmecken. Das jetzt auf mittlerer Hitze einfach mal erhitzen. Vielleicht noch, wenn die Pflaumen so trocken sind oder die Zwetschgen, dann noch etwas Saft hinzugeben. Ich habe jetzt hier so einen Apfel-Birnensaft. Das kann auch natürlich auch ein Zwetschgensaft sein. Vielleicht so 3 Esslöffel mal dazugeben. Und statt der Zimtstange könnt ihr natürlich auch einfach einen Teelöffel Zimt verwenden. Das ist auch gut. So, und dann gebe ich noch entweder eine Vanillestange oder ich habe jetzt hier meinen Vanilleextrakt, gebe ich hinzu ungefähr einen Teelöffel. Und je weiter es gegen Weihnachten geht, könnt ihr natürlich auch noch weihnachtliche Gewürze wie Nelken, Kardamom oder was immer eure Lieblingsgewürze sind, hinzufügen. Diese Mischung lassen wir jetzt so 10 Minuten leise köcheln, bis die Pflaumen so ein bisschen gar gedünstet sind und weich gedünstet sind. Und dann geben wir noch etwas angerührte Stärke hinzu, damit wir diesen Kompott auch gut auf den Kuchen bekommen. Zum Andicken des Kompotts einfach 40 Gramm Speisestärke verwenden, Wasser oder Saft oder auch Rum hinzugeben und die Speisestärke anrühren. Dann nehme ich einfach jetzt mal kalten Saft. 3 Esslöffel ungefähr. Die angerührte Stärke jetzt einfach zu dem Kompott dazugeben. Und dann wirklich auf niedriger Hitze einfach so 10 Minuten ziehen lassen, damit auch die Zimtstange schön zur Geltung kommt. Da ist unser fertiger Kompott.
Jetzt muss ich nur noch die Zimtstange finden. Ich habe mir den jetzt in eine Glasschüssel schon mal umgefüllt, damit er einfach schneller abkühlt. Ihr könnt den Kompott auch am Vortag zubereiten, da kann auch der Zimt noch etwas länger ziehen. Also die lege ich mir mal hier oben drauf, die Stange, die nehme ich nachher natürlich noch raus. Und natürlich auch abschmecken, denn manche Zwetschgen sind richtig schön sauer und dann vielleicht etwas mehr Zucker noch verwenden. Den lassen wir uns einfach schön abkühlen. Das Raffinierte an diesem Rezept ist, für den Teig und für die Streusel nehmen wir den gleichen Teig. Das heißt, wir geben uns jetzt erstmal unser Mehl in die Schüssel, 300 Gramm Mehl, hinzu kommt 125 Gramm Zucker, ein Viertel Teelöffel Zimt, nach Belieben auch mehr, wie ihr das wollt. Und für die Frische im Teig und in den Streuseln reibe ich mir noch so ein bisschen was von der Zitrone ab. Den Rest nehme ich dann für die Füllung. Also nicht die ganze, sondern einfach nur so ein Hauch. Hinzu kommt natürlich Vanilleextrakt, ein Teelöffel ungefähr. Teelöffel Backpulver, kann man, muss man aber nicht. Bisschen hier an der Seite noch vermischen. Eine Prise Salz. Nicht vergessen. Ein Ei, ich habe jetzt hier ein großes Ei. Und dann 150 Gramm Butter dazugeben. Einfach so in Würfeln. Die darf ruhig etwas weich sein, dass wir keine Schwierigkeiten haben, unseren Teig jetzt zusammenzubekommen. Alles nun mit den Knethaken zu streuseln, verkneten und dann können wir 2/3 dieses Teigs in die Form geben und 1/3 lassen wir uns für die Streusel. So, Streusel sind fertig. Dann habe ich hier jetzt meine 26er Springform. Da kriege ich jetzt den Teig rein, so ja, 2/3 ungefähr. Kann auch ruhig gebröselt sein. Den werden wir einfach nur ein bisschen festdrücken dann. Und uns einen kleinen Rand hochziehen. Einfach so ein bisschen mit den sauberen Fingern festdrücken in der Form. Und gerne jetzt hier einen leichten Rand hochdrücken, dass wir einfach hier unsere Zwetschgen so ein bisschen halten. Der muss jetzt nicht allzu hoch sein, aber so ein bisschen Rand kann nicht schaden. Wer einen höheren Rand machen will, der sollte vielleicht noch 1/3 mehr Streusel zubereiten. So, die Form ist fertig ausgekleidet. Ich stelle sie jetzt in den Tiefkühler. Einfach die Zeit, in der ich mir jetzt die Füllung zubereite. Einfach damit der Boden schön kross bleibt und nicht anschmilzt, wenn wir jetzt dann gleich den vielleicht noch lauwarmen Kompott drauf geben. Das ist einfach so ein kleiner Trick und damit er einfach auch nicht schrumpft. Für die Füllung 2 Eier in eine Schüssel geben. Ich verwende große Eier. Den Zucker hinzufügen. Ich habe jetzt hier 75 Gramm Zucker. Erstmal etwas Vanilleextrakt, 1 Teelöffel, wie immer. Ungefähr. Das jetzt erstmal miteinander schaumig rühren. Mindestens so lange, bis sich der Zucker schön angelöst hat. Gerne auch 5 bis 10 Minuten schaumig rühren. Dann geben wir unseren Quark hinzu, 500 Gramm. Ich nehme hier Halbfettstufe. Ihr könnt hier auch Magerquark verwenden, aber ich finde, Halbfettstufe schmeckt dann einfach immer besser. Und bei einem Käsekuchen darf das ruhig, ja, mindestens Halbfettstufe sein, wenn nicht sogar Sahnequark. Ein Päckchen Vanillepuddingpulver gebe ich noch dazu. Die Zitrone reibe ich mir noch ein bisschen weiter ab, dass wir noch ein bisschen Zitronenaroma mit in der Füllung haben. Das macht einen wunderschönen Geschmack. Dann noch etwas Zitronensaft, einfach so 2 Esslöffel. Wer möchte, kann auch hier noch etwas Zimt hinzufügen. Dann zieht sich das so durch das Rezept durch. Einen Hauch, mehr oder weniger, je nachdem, wie ihr das mögt. Und dann verrühren wir das Ganze miteinander. So, unsere Füllung ist nun also fertig. Gerade noch mal gucken, ob wirklich alles gut verrührt ist. Sehr schön. Ja, da unten hockt dann meistens noch was. Deswegen gehe ich immer noch mal mit dem Spatel durch. Jetzt können wir unseren Kuchen eigentlich schon füllen und ihn auch backen. Der Ofen heizt bei mir schon vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze
oder Umluft 160 Grad ungefähr. Und dann werden wir ihn so ungefähr 50 bis 60 Minuten backen. So, da haben wir jetzt unsere Form. Schön gekühlt aus dem Tiefkühler oder aus dem Kühlschrank. Und auf den Boden gebe ich jetzt hier noch den schön abgekühlten Kompott. Die Zimtstange habe ich rausgenommen und ich habe ihn auch noch etwas mehr gesüßt. Da sehen wir auch, dass der Rand genau passend ist. So 1-2 Zentimeter sollte der Rand hoch sein. Dann passt das für die Füllung. Alles nochmal schön glatt streichen mit der Streichhilfe, dass wir wirklich eine schöne Ebene haben. Tja, ich liebe ja alles mit Zwetschgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Jetzt können wir unsere Käsekuchenmasse vorsichtig darauf verteilen, aber nicht alles auf eine Stelle, sondern wirklich gleich verteilen, da sonst sich die Masse so ein bisschen wegdrückt, also die Pflaumen sich sonst wegdrücken. Also wirklich schon gleich schön verteilt reingießen, dann passiert da auch nichts, dann wird nichts verdrückt. Sehr gut, so muss es sein. Nochmal mit der Streichhilfe schön glätten. Schaut euch das an, so lecker. Da freue ich mich hier schon sehr drauf. Ich glaube, auch meine Kinder sind begeistert. Denn meine Älteste hatte diesen Kuchen auch schon mal mitgebracht. Und dann haben wir gedacht, das ist etwas, was wir euch nicht vorenthalten können. Sie hat den für euch getestet und hat dann gesagt, Mutti, der Kuchen ist super. Jetzt natürlich noch unsere Streusel. Die waren bei mir im Kühlschrank, damit sie schön die Form behalten und auch schön knusprig bleiben. Da könnt ihr auch noch mal gucken, haben sie die richtige Größe. Sonst noch mal entsprechend zerkrümeln. Und die Streusel jetzt hier drauf geben. Und hier ist es eigentlich gut, wenn die Streusel noch ein bisschen feiner sind, damit sie nicht so arg einsinken. Also je feiner ihr sie haben könnt, desto mehr bleiben sie an der Oberfläche sozusagen und sinken nicht so stark ein. Ich habe jetzt hier recht viele Streusel für oben mir aufbewahrt. Das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch mehr Boden verwenden. Wunderbar. Ofen ist vorgeheizt. Wir können backen. So schön, wunderbar goldbraun sieht jetzt der Kuchen nach 50 Minuten Backzeit bei mir aus. Bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Und da rührt sich auch in der Mitte nichts mehr. Also so ein bisschen dran rütteln. Dann seht ihr, wenn da fest ist, dann ist der Kuchen gut durchgebacken. Jetzt nur nicht den Fehler machen, zu früh aufzumachen. Der Kuchen muss in der Form vollständig auskühlen. Am besten über Nacht, dann kann das Ganze auch nochmal schön durchziehen. Also ihr müsst auf jeden Fall jetzt Geduld haben und dann sehen wir uns wieder zum Probieren. So, bei mir war der Kuchen über Nacht abgedeckt in der Kühlung. Einfach gerade hier vom Formrand vorsichtig lösen. So. Und dann schauen wir mal, wie er aussieht. Und so ist er nun fast servierfertig. Bei mir kommt jetzt noch etwas Puderzucker darauf. Bitte nur so ein Hauch. So ist es für mich perfekt. Wir können den Kuchen verkosten. Das gute Stück sieht wirklich wunderbar und appetitlich aus. Einmal anschneiden. Sehr schön. So lecker sieht jetzt unser Stückchen aus. Fruchtig, saftig und knusprig zugleich. Wahnsinn. Ich freue mich schon aufs Probieren. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Ein bisschen Tee werde ich mir noch einschenken. Ich habe mir einen Earl Grey gekocht. Lasst uns probieren. Schaut euch das an, lecker. Ein Gedicht. Säuerlich, süß, knusprig, cremig. Leute, das ist ein Traum. Unbedingt nachbacken, ausprobieren und mit einer guten Tasse Kaffee oder Tee genießen. Das war mein Käsekuchen mit Streuseln, super lecker.
und mit Zwetschgenkompott oder natürlich auch anderem Obst. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Schickt sie mir dann gerne auf Facebook oder Instagram. Da freue ich mich immer sehr darüber. Die Links dazu findet ihr unter dem Videotitel in der Beschreibung, wie auch den Link zum Rezept und zu meinem Shop. Dort könnt ihr euch eindecken mit wunderbaren Backutensilien. Kann ich euch nur empfehlen, stöbert dort einfach mal. Abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen. Tschüss!